Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr diese Jeansjacke näht. Sie hat überschnittene Schultern, große Statement-Taschen und einen kastigen Schnitt. Ich zeige es mal kurz so. Und ja, ich hoffe, mit diesem Video fällt es euch leichter, die Jeansjacke zu nähen, denn sie ist nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Es sind ein paar tricky Stellen dabei, aber mit dem Video wird es bestimmt kein Problem sein. Ihr habt euren Stoff gewaschen und gebügelt und jetzt schneiden wir zu. Dafür legen wir die Schnittteile einfach wie im Zuschneideplan zu sehen auf den Stoff und schneiden alles an der Papierkante aus. Denn bei mir sind die Nahtzugaben schon im Schnitt enthalten. Das heißt, ihr braucht nichts mehr anzeichnen, sondern könnt direkt loslegen. So, ich habe mir jetzt hier alles so hingelegt, wie es auch im Zuschneideplan zu sehen ist. Hierzu noch ein paar Anmerkungen. Ich würde die Kragen und den Kragensteg erstmal grob ausschneiden und dann in einzelner Stofflage komplett ausschneiden, denn dann kriegt man definitiv ein saubereres Ergebnis, als wenn man diese kleinen Kragenteile im Bruch zuschneidet, genau wie den Kragensteg auch. Die Taschenklappe ist nur einmal im Schnitt, brauchen wir aber viermal, also einmal zuschneiden und nochmal neu daneben legen. Mir schaut, dass die Fadenläufe alle parallel zur Webkante und zum Stoffbruch sind und übertragt alle Knipse auf den Stoff und ja, dann können wir loslegen. So, als erstes bügeln wir ein bisschen. Ich habe hier schon mal die Schlitzpaspeln gebügelt zur Hälfte und dann nochmal die Nahtzugaben nach innen, so dass wir ein geschlossenes Band haben. Das gleiche auch mit den Aufhängern. Einmal zur Hälfte und dann nochmal die Kanten nach innen geklappt. Dann die beiden Taschenbeutel, auch einmal rundherum 1 cm und dann oben an den Knips auch nochmal zweimal nach innen geschlagen, dass es auch von innen schön ist. Und dann haben wir hier noch die Manschetten, die einmal zur Hälfte rechts auf rechts, dann wieder aufklappen und an der Seite, wo kein Knips ist, 1 cm nach innen umbügeln. Und dann können wir starten mit dem Nähen. Dafür nehmen wir uns als erstes die Manschette. Ich habe sie schon mal hier einmal genäht. Wir legen sie rechts auf rechts, also entgegen dem Bruch. Legen die Manschette genau wieder in den Bruch, aber in die andere Richtung. Also da, wo der Knips ist, einmal knicken und dann nähen wir rechts und links 1 cm ab. Danach können wir dann die Manschette wenden und bügeln. So sieht es jetzt aus. Wir haben hier am Knips die Manschette rechts auf rechts aufeinander geschlagen, haben hier unten dann die umgebügelte Kante und hier die andere und nähen jetzt hier bei 1 cm die Manschette zusammen. Als nächstes nähen wir dann den Kragensteg sowohl an Ober- als auch an Unterkragen. Könnt ihr euch das mal so hinlegen, denn diese Naht kommt jetzt an diese Naht rechts auf rechts. Deshalb nehmen wir das Teil, kippen es so rüber und dann stecke ich mir hier eigentlich nichts, denn ich lege es mir dann so aufeinander und fange dann hier an zu nähen im Abstand von 1 cm und das mache ich dann unter der Nähmaschine und schaue, dass die Knipse aufeinander passen. So, ich starte hier vorne, lege mir die beiden Kanten genau aufeinander und starte mit dem Zusammennähen bei 1 cm. Riegel natürlich. So, immer schauen, dass die Knipse aufeinander passen. Gegebenenfalls dann ein wenig einhalten oder ganz leicht ausdehnen. Wenn sie zu weit auseinander liegen, ist was falsch. Und wenn ich am Knips angekommen bin, suche ich mir den nächsten Knips, lege die Knipse wieder aufeinander und schaue, dass die Strecken gleich lang sind. Ich habe jetzt die Nahtzugaben am Kragensteg auseinandergebügelt und dann am Oberkragen, also der Kragen, der größer ist, die untere Kante bei 1 cm umgebügelt. Und jetzt nähen wir den Ober- und Unterkragen rechts auf rechts aufeinander. Dafür legen wir ihn so aufeinander und schließen dann den Kragen von hier über die Ecke einmal hier lang und wieder runter. Der Oberkragen ist wie gesagt ein bisschen größer als der Unterkragen, dadurch kippt der nachher ein wenig nach innen, dass man die Naht dann nicht so sieht. Deswegen müsst ihr schauen, dass die Knipse auf jeden Fall aufeinander passen, dann müsst ihr eventuell den Unterkragen ein bisschen dehnen. So,
Hier seht ihr jetzt den Oberkragen und darunter den Unterkragen und ich zeige euch jetzt, wie die zusammengenäht werden, denn man unterscheidet nur zwischen Ober- und Unterkragen, wenn sie nicht hundertprozentig gleich sind. Denn der Oberkragen hat etwas mehr Weite, damit er sich nachher etwas runder legt und man die Naht nicht sofort sieht. Hier vorne ist noch alles in der gleichen Länge, einfach bei 1 cm runternehmen bis zur Spitze. In der Spitze könnt ihr auch einmal einen Querstich machen, dann kriegt man eine schönere Spitze hin, die auch schön ausgeformt wird. So, und jetzt nehmt ihr euch eure beiden Kragen und schaut, dass die beiden Mittelknipse genau aufeinandertreffen. Und verteilt jetzt entsprechend die Länge des Kragens. Es ist nicht viel, aber ein ganz, ganz klein wenig und dann bei 1 cm schließen. Und das macht ihr dann auch mit der Spitze. Ihr legt euch die beiden Spitzen genau aufeinander und verteilt dann beim Nähen die Länge. Dann könnt ihr hier die Kragenecken noch verschneiden und wenn ihr mögt, könnt ihr dann auch den Kragen schon wenden. Ich nehme mir immer hier so eine Scherenspitze, um den Kragen ordentlich rauszuholen. Achtet darauf, dass ihr die Spitze nicht kaputt macht. Das wäre blöd. Als nächstes verarbeiten wir den Schlitz am Ärmel. Dafür müssen wir einmal von dem Knips bis zum Punkt oben den Ärmel einschneiden, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann wird die Paspel angenäht. Die habt ihr euch ja bereits gebügelt. Wir nehmen uns jetzt einen Ärmel. Ich habe jetzt hier den Schlitz am Ärmel und unsere gebügelte Schlitzpaspel. Und wir legen jetzt die Kante der Schlitzpaspel auf die Kante des Ärmelschlitzes und nähen sie bei 0,5 cm an. Tricky wird es hier am Ende des Schlitzes, da komme ich dann gleich zu. Wir ziehen nämlich jetzt den Schlitz so gerade wie möglich, aber am besten so, dass wir keine Falten hier einnähen. Das machen wir so, dass wir sehr knapp an diesem Punkt vorbei nähen, dass wir schon noch genug Stoff mitfassen, aber halt wirklich nicht 5 mm, sondern eher, sagen wir mal 2. Ich mache das immer so in 2 Schritten. Ich gucke, dass ich im Kreuzungspunkt einmal hoch mache und mir das neu sortiere und so ein bisschen den Stoff wegschiebe. Und dann nähen wir wieder runter, dass wir langsam wieder auf 0,5 cm kommen. Das ist überhaupt kein Problem, dass die Schlitzpaspel jetzt etwas länger ist. Das schneiden wir einfach ab. Das habe ich extra ein bisschen länger gemacht, damit man ein bisschen Spiel hat. Und dann würde ich jetzt hier mal kontrollieren, ob hier der Stoff überall mitgefasst wurde. Das sieht gut aus. Und dann können wir das an der anderen Seite auch machen. Und dann ist die Paspel schon mal angenäht. Als nächstes nehmt ihr euch die oberen Vorderteile und die unteren Vorderteile und näht sie rechts auf rechts aneinander. Dafür klappe ich mir dann das untere Vorderteil rechts auf das obere Vorderteil. Und wir schließen diese Naht bei 1 cm. Wenn ihr eine Overlock habt, könnt ihr das gerne mit der Overlock jetzt machen. Danach bügeln wir die Nahtzugaben in das obere Vorderteil. Als nächstes nehmt ihr euch eure Taschenklappen, legt sie rechts auf rechts aufeinander und schließt dann 3 Seiten bei 1 cm, einmal hier, hier und hier und das macht ihr bei beiden Taschenklappen. Wenn ihr einmal rundherum alles genäht habt, könnt ihr hier die Ecken noch ein bisschen verschneiden und dann die Taschenklappe wenden. Als nächstes nähen wir dann die Passe an das Vorderteil. Dafür habe ich hier jetzt die beiden Vorderteile mit rechts oben und lege dann mit rechts auch die Passe da drauf. Und dann können wir hier jeweils die Schulternaht bei 1 cm schließen. Wenn ihr eine Overlock habt, könnt ihr das gerne damit machen. Dann haben wir noch die Belegteile. Hier versäubern wir einmal die Längskante hier und bügeln dann die Nahtzugabe 1 cm nach innen um.
So, wir haben jetzt hier ein paar Teile zum Bügeln. Einerseits bügeln wir den Kragen. Dabei sollte der Oberkragen leicht zum Unterkragen gebügelt werden. Dann haben wir die Manschetten, die müssen natürlich ordentlich gebügelt werden. Holt schön die Naht an der Seite raus, dass die Form erhalten bleibt. Dann haben wir die Teilungsnähte, die alle nach oben gebügelt werden, also die Teilungsnaht am Vorderteil nach oben und die Schulternaht ins Rückteil. Und dann haben wir noch den Saum, den schlagen wir einmal bei 1 cm ein und bügeln ihn und dann nochmal am Knips. Wir fädeln uns jetzt die Nähmaschine um, dass wir ein dickes Garn haben und dann wird jetzt eine Runde abgesteppt. Also einmal die Schulternähte bei 0,5 cm, die Teilungsnaht am Vorderteil bei 0,5 cm, dann haben wir die Belege bei 0,7 cm, die Seite, die wir umgebügelt haben, die beiden Taschen oben bei 2 cm absteppen, dann haben wir noch die Taschenklappen, die bei 0,5 cm rundherum abgesteppt werden. Die beiden Aufhänger werden auch knappkantig geschlossen und dann haben wir am Kragen noch den Kragensteg, den wir jeweils zu beiden Seiten bei 0,2 cm absteppen. So, wir hatten ja bereits den Schlitz angenäht und auch gebügelt und jetzt lege ich mir die rechte Seite nach oben, das ist jetzt hier meine rechte Seite, und drehe mir den Schlitz so einmal um die Nahtzugabe drumherum, dass die Kante geschlossen ist. Also einmal die gebügelte Kante einschlagen und dann komplett umschlagen. Und dann können wir die Paspel schmal feststeppen. Achtet dabei darauf, dass wenn ihr feststeppt, dass ihr immer diese Naht hier mit abdeckt. Gut ist hier, wenn man noch mal ein Stückchen von dem Stoff hat, dass man das hinter das Füßchen setzen kann, damit die genug Grip haben, weil das sind ja jetzt doch etwas mehr Lagen und es ist ein bisschen dick. Deswegen empfehle ich euch, da was hinterzulegen, dass es transportiert werden kann. Ihr macht dann hier in der Spitze das Gleiche, wie eben auch schon. Schaut, dass ihr eine einigermaßen gerade Fläche hinbekommt und nicht zu sehr Falten einnäht. Kleiner Trick an der Stelle, ich nehme immer gerne diesen Auftrenner hier, um mir Sachen unterm Füßchen noch mal ein bisschen reinzuschieben, wo ich sonst mit dem Finger nicht rankomme. Zum Beispiel hier. Positioniere mir das, habe die Nadel im Stoff und schaue, dass ich das alles schön gefaltet bekomme. Und wenn ich dann mal was habe, wo ich meine, das muss noch ein bisschen weiter rein, dann kann ich auch gut einfach damit noch mal ein bisschen nachhelfen. So sieht es dann fertig aus. Und das machen wir bei dem anderen jetzt auch noch. Nächstes steppen wir unsere Aufhänger ab. Die hatten wir ja bereits gebügelt. Wir legen die einfach so aufeinander und steppen dann die offene Kante zu. Könnt ihr euch am besten den anderen, den ihr gerade nicht näht, hinten hinters Füßchen legen. Also ich fädel mir jetzt einmal kurz hier nochmal meine Nähmaschine um, denn jetzt brauchen wir wieder nur ein dünnes Garn. Dann legt ihr euch jetzt den Halsausschnitt unter die Nähmaschine. Ich habe jetzt hier die linke Seite oben. Nehmt euch euren Aufhänger und dann würde ich ihn einfach erstmal an den ersten Knips legen und festnähen. Und jetzt nehmt ihr euren Aufhänger, macht einen 90-Grad-Winkel und dort, wo der zweite Knips ist, knickt ihr nochmal im 90-Grad-Winkel nach oben. Sieht dann ungefähr so aus. Und dann näht ihr einfach weiter und näht den Aufhänger hier auch noch fest. So sieht das dann aus. Das macht ihr dann auch an dem Rückteil. Als nächstes fixieren wir hier noch die Falten am Ärmel. Hier ist mein Schlitz und an der längeren Seite vom Ärmel sind noch Falten. Die Falte zeigt zum Schlitz hin. Hier sind meine Knipse dazu. Das heißt, ich lege jetzt den einen auf den anderen Knips so, dass die Falte in Richtung Schlitz schaut. Und dann fixieren wir einfach nur die Falte ganz grob. Schaut, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Als nächstes nehmen wir den Beleg an die Vorderteile. Dafür nehmt ihr euch einen Beleg und legt den rechts auf ein Vorderteil. Wir haben hier oben einen Knips, der passt. Dann haben wir hier einen Knips, der auf die Teilungsnaht trifft und unten nochmal einen Knips, der am Saum passt. Also der Beleg ist genauso lang wie das Vorderteil. Hier ist der Knips. Hier im Abstand von 1 cm gehen wir bis vorne in die Ecke und dann bei 1 cm auch runter. Der Knips am Beleg trifft dann genau auf die Naht hier.
Und hier unten die Knipse treffen auch genau aufeinander. Jetzt kommt dann der spannende Part, denn wir schneiden jetzt hier vom Knips genau bis an die Naht ein. Nicht die Naht einschneiden oder kaputt machen, aber wir schneiden jetzt bis kurz vor die Naht. Denn wir wenden dann jetzt den Beleg, wenn ihr mögt, könnt ihr hier auch noch ein bisschen verschneiden. Wir wenden dann jetzt diesen Zipfel, das sieht dann so aus, und haben dann hier eine Nahtzugabe, um den Kragen anzunähen. So, als nächstes nehmen wir dann das Rückteil auf die Rückteilpasse. Dafür habe ich hier mein Rückteil, das lege ich nun rechts auf die Passe. Und nun könnt ihr hier die Naht bei 1 cm schließen. Wenn ihr eine Overlock habt, könnt ihr das gerne damit machen. Passt hier beim Aufhänger ein bisschen auf, dass ihr den nicht festnäht, wo er nicht festgenäht werden soll. Er soll ja nur rechts und links festgenäht werden, nicht, dass ihr den in der Mitte noch festnäht. Da einfach nur kurz ein bisschen ein Auge drauf haben. Als nächstes steppen wir den Saum des Belegs auf dem Vorderteil fest. Dafür habt ihr den Beleg rechts auf dem Vorderteil und steppt nun in Höhe des Knipses, in Höhe der Markierung einmal bis zur Kante des Belegs. So, wir schneiden dann jetzt hier am Beleg unten, wir sind jetzt hier am Saum, noch ein wenig was weg, damit es nicht zu dick wird. Einmal hier unten circa 1 cm von der Naht entfernt bis zu dieser Kreuzung hier, nicht durch die Kreuzung durch, sondern ein Stückchen davon weg und dann noch den kompletten Beleg. So haben wir dann nur noch das Vorderteil hier unten drunter und der Beleg ist ganz kurz und hier die Ecke haben wir auch ein bisschen verschnitten und dann können wir das wenden und haben dann hier alles schön flach. Als nächstes kommen die Knopflöcher dran. Das machen wir dann jetzt schon, denn wenn nachher die Taschen hier drauf sind, dann wird das alles zu dick. Deswegen schnappt euch eure Anzeigenschablone für die Knopflöcher und markiert euch auf der rechten Seite, also auf dem rechten Vorderteil, die Punkte für die Knopflöcher. Und wir machen das auch gleich bei den Taschenklappen. Da habt ihr auch eine Anzeigenschablone für und da arbeiten wir dann jetzt die Knopflöcher rein. Wenn ihr die Knopflöcher drin habt, kommt als nächstes die Taschenklappe dran. Ihr legt sie so auf das Vorderteil, dass die dicke Absteppung zum Vorderteil liegt, also jetzt nicht sichtbar. Und dann legt ihr die Taschenklappe so an, dass sie genau an den oberen Markierungen liegt. Und dann steppen wir die Taschenklappe bei 0,5 cm fest. Wir fädeln dann jetzt die Nähmaschine wieder auf das dicke Garn um. Denkt daran, dass ihr die Stichlänge auch wieder abändert. Und dann steppen wir die Taschenklappen ab. Dafür klappen wir die Taschenklappen nach unten und steppen sie bei 0,7 cm fest auf beiden Seiten. Und dann hinten, die Passe haben wir ja auch noch nicht abgesteppt, da bügeln wir die Nahtzugabe nach oben und steppen hier auch wieder bei 0,5 cm ab. Und dann als letztes positioniert ihr euch noch die Taschenbeutel. Dafür gibt es 4 Markierungen auf dem Schnitt. Ihr positioniert sie genauso dazwischen. Ich würde sie mir einmal grob feststecken. Ihr solltet auch schauen, dass ihr die Taschen dann gleich hoch positioniert. Also ich würde einmal die Vorderteile aufeinander legen und schauen, dass hier die Taschen auf einer Höhe liegen. Den Taschenbeutel steppen wir dann bei 0,2 cm auf. So, jetzt kommen wir schon zum Ärmel. Wir legen unseren Ärmel jetzt rechts auf das Vorder- und Rückteil. Da könnt ihr euch wieder schön an den Knipsen orientieren. Hinten gibt es einen doppelten Knips, vorne einen einfachen. Hier so gehört er dran. Ich stecke mir den jetzt nicht, ich lege ihn jetzt hier einfach nur drauf. Man kann ihn gerne mit einer Nadel fixieren, dass man weiß, wer wohin gehört, dass man den nicht aus Versehen vertauscht beim Transportieren. Und wenn ihr eine Overlock habt, könnt ihr gerne jetzt bei 1 cm den Ärmel annähen und sonst einfach mit 1 cm an der Nähmaschine. Denkt daran, eure Nähmaschine umzufädeln. Wir müssen jetzt leider nur eine Naht nähen und müssen dann nochmal auf das dicke Garn umfädeln.
Aber wenn ihr eine Overlock habt, müsst ihr es gar nicht umfädeln, dann können wir das einfach so machen und können dann mit dem dicken Absteppgarn weitermachen. Als nächstes können wir dann die Ärmel und Seitennaht schließen. Dafür legt ihr dann den Ärmel und auch Vorder- und Rückteil rechts aufeinander und schließt dann in einem Rutsch vom Saum des Ärmels bis runter zum Saum vom Vorder- und Rückteil. Das könnt ihr dann mit der Overlock machen oder wenn ihr keine Overlock habt, natürlich mit der Haushaltsnähmaschine. Jetzt schnappt ihr euch euren Kragen und den nähen wir jetzt rechts auf das Vorder- und Rückteil. Dafür klappe ich mir jetzt mal die Jacke auf und lege den Kragen so auf das Halsloch, dass der Unterkragen unten liegt und ich sehe den Oberkragen, also den Kragen, den wir umgebügelt haben. Und wir nähen jetzt nur den Unterkragen mit Steg bei 1 cm an. So, ich bin jetzt hier vorne an meinem Beleg. Hier habe ich 2 Lagen, die werden wir auch zusammen annähen. Und darauf kommt dann jetzt der Kragen. Und da nähen wir auch nur eine Lage an. Legen es bündig, so dass wir hier in der Ecke starten, hier vorne, und nähen dann bei 1 cm den Kragen an. Ich mache das immer so, dass ich mir erstmal ein Stück nähe und dann mich unter dem Fuß sortiere, sage ich mal. Das ist immer ein bisschen einfacher, als mir vorher alles minutiös zu stecken. Ich schaue dann jetzt, wo meine Knipse sind, damit die Knipse vom Kragen auch auf mein Halsloch passen. So, dann machen wir jetzt noch die Manschetten dran. Dafür nehmen wir uns unseren Ärmel, drehen ihn auf links und legen die Manschette rechts auf links auf den Ärmelsaum. Und an der Seite, wo ihr die Falte habt, klappt ihr die Paspel nach innen ein und legt dann die Manschette da drauf. Das ist jetzt hier alles sehr dick, aber am besten legt ihr euch dann was hinter den Fuß, damit es transportiert wird. Und dann nähen wir die Manschette bei 1 cm an. So, und hier hinten lasst ihr die Schlitzpaspel gerade und näht dann bis zum Ende raus. So sieht es dann aus, wenn es angenäht ist. Eine Paspel ist glatt und eine ist umgedreht. Wir bügeln jetzt die Nahtzugabe noch in die Manschette. Und ein allerletztes Mal werden wir jetzt die Nähmaschine umfädeln auf Absteppgarn und die letzten Absteppungen machen. Wir nähen jetzt die Manschette nochmal knappkantig fest hier. Dafür nehme ich mir jetzt hier wieder mal meinen Auftrenner und kann jetzt hier dieses dicke, knubbelige Stück Nahtzugabe auch nochmal gut in die Manschette schieben. Denn gerade hier vorne ist es immer etwas dick und knubbelig, das alles unter die Nähmaschine zu bekommen, ist ein bisschen herausfordernd. Ihr solltet euch auf jeden Fall auch wieder hinten hinter ein Stück Stoff legen und schaut, dass ihr immer die Naht, die ihr vorher genäht habt, mit der umgebügelten Kante abdeckt. Als nächstes schließen wir dann noch den Kragen. Dafür habe ich jetzt schon die Nahtzugabe in den Kragen geschoben und dann machen wir das gleiche wie bei der Manschette. Die umgebügelte Kante muss immer über der Naht liegen, die wir davor genäht haben. Wenn wir den Kragen geschlossen haben, können wir ihn dann jetzt noch einmal ringsrum bei 0,5 cm absteppen. Dann haben wir noch den Saum, der wird bei 3,7 cm rundherum abgesteppt. Und was ich eben vergessen habe, die vordere Kante wird auch bei 0,5 cm abgesteppt. Wenn du dann damit fertig bist, kannst du auch noch die Knopflöcher einarbeiten an den Manschetten und dann entsprechend die Knopfposition gemäß der Knopflöcher bestimmen und die Knöpfe annähen und dann sind wir fertig. So, und so schnell geht's. Haha. Also super schnelles Projekt ist die Jeansjacke natürlich nicht, aber ich finde, wenn man so eine Jacke mal selbst genäht hat, das ist einfach mega cool und man ist richtig stolz. Ich finde, du kannst nämlich auch richtig stolz auf dich sein, wenn du bis hierhin alles durchgezogen hast.
Wenn du jetzt noch ein paar Fragen oder Anregungen hast, schreib mir gerne an christina@bara-studio.com und sonst würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mir bei Instagram folgst. Dort findest du mich unter bara_studio und abonniere hier auf jeden Fall meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch.